Die großen und raschen Umwandlungsprozesse auf unserer schönen Erde, befeuert durch die Energien aus dem Kosmos, betreffen natürlich auch unsere besonders wichtigen partnerschaftlichen Beziehungen. Was darf sich dort jetzt verändern? Welche neue Qualität beginnt sich nach und nach zu etablieren? Und wie kannst du deine Seelenliebe finden? Die Inspiration zu meinen Videos hier auf dem Kanal erhalte ich ganz häufig von meiner Seelenbegleitung aus der geistigen Welt während meiner Meditationen. Und da ich langjährig schon meditiere, kommen die mittlerweile durch mein permanentes On-Sein gepurzelt, angefüttert wird das Ganze durch meinen beruflichen und privaten Erfahrungsschatz. Prüfe bitte immer, inwieweit es mit dir in Resonanz geht, denn ich bin hier kein Guru. Was darf sich in Sachen Liebe und Partnerschaft jetzt verändern? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wir wissen alle, dass die meisten Menschen sich eine liebevolle, für sie sich stimmig anfühlende intime Partnerschaft wünschen, wo sie das Gefühl haben, zutiefst vertrauen zu können. Und dennoch, und das fand ich erschreckend, im Jahre 1950 war der Anteil der Single-Haushalte bei ungefähr 19%. Im Jahr 2023 lag er bei reichlich 40%. Wie passt das zusammen? Selbst wenn ich davon ausgehe, dass unsere Eltern, Großeltern, Verwandte, auch unsere Lehrer und Erzieher mit allem die besten Absichten hatten, können wir doch nicht die Augen davor verschließen, dass insbesondere die Generation derer, die heute so Mitte, Ende 40 oder noch viel älter sind, in sozialen Kontexten groß geworden sind, die sehr klare Vorstellungen davon hatten, wie Mann oder Frau sein geht, was es bedeutet, wer welche Aufgaben übernimmt. Und es sind eine Menge Zweckgemeinschaften entstanden. Das heißt nicht, dass es in den Partnerschaften und Familien nicht jede Menge liebevoller und schöner Momente gegeben hat, aber es gab sie auch, diese Momente der Gewalt, egal ob durch Schreien, Schläge oder subtile psychische manipulative Versuche bis hin zu sexuellem Missbrauch. All das ist uns geschehen. Und insofern gibt es ja durchaus Gründe dafür, warum viele Menschen heute sich sagen, ne, ehe ich mir so etwas alles nochmal antue, da bleibe ich doch lieber Single, da bleibe ich allein, hab ab und zu mal meinen Spaß, was auch immer der Einzelne unter Spaß in dem Falle versteht, und gut, und zieht sich zurück. Nur sind wir zum Eremiten geboren? Sind wir als Single geboren? Fernab von jedem Tiefgang, von jeder wahren, innigen Beziehung? Nein, wage ich zu behaupten, sind wir nicht. Und so ist es jetzt an der höchsten Zeit, genau hieran etwas zu ändern. Welche neue Qualität in Partnerschaften beginnt sukzessive sich zu etablieren und macht sie damit zukunftsfähig, um es mal so auszudrücken, für diese neue Zeit. Und ich spreche nicht nur von neuen Partnerschaften, sondern auch von denen, wo Frau und Mann, Mann und Mann, Frau und Frau schon längere Zeit miteinander gemeinsam des Weges gehen. Wir sind Schwingungswesen und aus der geistigen Welt habe ich die klare Botschaft erhalten, dass wir auf dieser Schwingungsebene einander finden oder bestehende Beziehungen auch bestätigen. Und diese Schwingungen gehen
aus unserem Herzraum, wir merken das. Ein simples Beispiel, du bist in einem Aufzug, der hält und eine weitere Person steigt ein, eine dir unbekannte Person. In Bruchteilen von Sekunden weißt du, passt, passt nicht, Gefahr, nicht Gefahr. Das ist uns Menschen immanent. Dessen dürfen wir uns nur bewusst sein. Zu dieser Schwingungsebene gehört zum Beispiel auch ganz besonders der Geruchssinn. Wenn du jemanden nicht riechen kannst, dann vergiss es. Und bei langfristigen Partnerschaften, wo sich die zwei auseinander entwickelt haben, dann kannst du deinen Partner plötzlich nicht mehr riechen. Das ist der beste Beweis dafür, dass es hier Zeit ist, in Kommunikation zu gehen. Gute Kommunikation ist auch ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal der Beziehungen der neuen Zeit. Und die Kommunikation läuft sowohl energetisch aus dem Innen heraus, als auch telepathisch. Wenn zwei gut miteinander schwingen, dann spüren sie den anderen, dann wissen sie, was in seinem Kopf vorgeht. Ein weiteres Qualitätsmerkmal solcher Beziehungen der neuen Zeit wird auch ein gemeinsames Wertesystem sein. Und die Attraktivität des anderen macht sich an anderen Dingen fest, als vielleicht zu früheren Zeiten man es selbst gelebt hat oder das Umfeld es erwartet. Es erfordert einen bestimmten Grad der Selbsterkenntnis und der Selbstliebe, um in der Lage zu sein, eine Beziehung zu leben, die auch Phasen des Rückzugs jedes Einzelnen mit sich bringt, ohne dass man dann sozusagen gleich am Zeiger dreht und unruhig wird. Das heißt, das aufgehoben sich fühlen im anderen, ohne permanent in Co-Abhängigkeit zu sein. Co-Abhängigkeiten gehören nicht zu den Beziehungen der neuen Zeit, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes und gemeinschaftlich den Weg zu gehen, den anderen liebevoll zu erkennen, in seinen lichten und seinen weniger lichten Seiten. Das ist das Gebot der Stunde, gemeinsam sich zu unterstützen auf dem Weg und gemeinsam zu wachsen. Letzte Frage: Wie kannst du deine Seelenliebe finden? Es gibt ja so diesen Spruch, wer sucht, der findet. Der ist aus meiner Sicht und Erfahrung an dieser Stelle vollkommen irrelevant. Wer nicht sucht, der wird gefunden werden. Das trifft es wohl eher. Wenn deinem Leben diese ganz tiefe Liebe bestimmt ist, dann kannst du am besten nur Folgendes tun. Du gehst in dich. Du kümmerst dich um dich selbst. Du siehst zu, dass du, ich sag's mal so salopp, die beste Variante deiner selbst wirst und begibst dich einfach mal auf eine Position und beobachtest dich von außen. So wie du da bist, würdest du dich selbst lieben? Wenn du sagst, da gibt's Dinge, die sollte ich vielleicht doch verändern. Ja, verdammt nochmal, dann tu's und sieh zu, dass du im wahrsten Sinne des Wortes attraktiv bist für die Seelenliebe, die dich finden soll. Das Universum schmeißt uns die entsprechenden Personen und Situationen direkt vor die Füße. Wir dürfen sie nur wahrnehmen. Und ganz oft lenken wir uns mit 1000 Dingen im Außen ab, haben Spaß, indem wir dies und das und jenes tun oder gar irgendwelchen Süchten wie Alkohol, Drogen und Fresssucht oder ähnlichen Dingen verfallen. Vergiss das alles. Sieh zu, dass du für dich selbst stimmig anfühlst, eben die beste Variante von dir selbst bist. Das ist das Allerbeste,
was du tun kannst, um gefunden zu werden und du mit dir im Reinen bist, im inneren Frieden bist. Ich hoffe, das inspiriert dich zum Thema Liebe und Beziehungen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Am Ende habe ich noch das eine oder andere hilfreiche Video von meinem Kanal verlinkt. Und sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.